Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil unserer Serie zur Samsung Galaxy Watch 6, 7 mit Wear OS 5. Da werden wir einmal gucken, wie die ersten Schritte funktionieren, wie die Einstellungen sind und so weiter und so fort. Viel Spaß mit dem Video. Ja, und wir starten mit der Samsung-eigenen Tour, die euch so ein bisschen Einführung gibt, aber natürlich bei weitem nicht so viel wie dieses mega lange Video. Wir gucken einmal rein und von oben nach unten wischend kommt ihr in die Schnelleinstellungen, könnt da quasi ganz schnell konfigurieren, was für Dinge ihr einstellen wollt, und immer mit der entgegengesetzten Richtung wischt ihr das Ganze dann auch weg. Also sprich, wenn ihr von oben nach unten gewischt habt, müsst ihr von unten nach oben wischen, um das Ganze wieder verschwinden zu lassen. Gleiches gilt natürlich, wenn ihr von unten nach oben wischt und in den App-Drawer kommt, sprich in die Übersicht eurer Apps, dann von oben nach unten das Ganze wieder schließen, so ist die Logik. Benachrichtigungen befinden sich im linken Bereich, wenn man so will, oder im Westen. Ihr wischt quasi von links nach rechts und kommt in die Benachrichtigungen, könnt die dann auch durch Antippen öffnen, könnt die löschen, indem ihr das Ganze nach oben wischt, zeige ich euch später nochmal, weil das hier jetzt nicht vorgesehen ist. Und dann könnt ihr durch zurück oder beziehungsweise von links nach rechts wischen auch immer zurückgehen. Zurück ist übrigens auch gleichzeitig die Taste rechts unten, die ihr ja vorhin schon in den ersten Momenten, glaube ich, gesehen habt. Gut, wir wischen von rechts nach links und kommen dann in die Widgets. Hier gibt es dann die Möglichkeit, verschiedene Dinge auch noch einzustellen. Auch das sehen wir später. Grundsätzlich ist die Home-Taste immer dafür da, um auf den Startbildschirm zurückzukommen, beziehungsweise aufs Watchface. Und hier gibt es noch die Information, ein orangener Punkt, der deutet darauf hin, dass eine ungelesene Benachrichtigung vorhanden ist. Die könnt ihr dann hier auch entsprechend einsehen. Jetzt gehen wir aber mal in die Details rein und nicht nur so rudimentär wie Samsung. So, wir machen noch einen zweiten Teil Grundlagen sozusagen. Wir haben ja gerade eben schon gesehen, den App-Drawer könnt ihr öffnen, indem ihr hier das Ganze von unten nach oben wischt. Grundsätzlich ist es so, es ist wie auf eurem Smartphone, ihr wischt und könnt durch gedrückt halten Dinge verschieben, Dinge anpassen, all das ist möglich. Ihr habt die digitale Lünette, das seht ihr hier, leider keine physische Lünette mehr, die dann das Scrollen noch etwas erleichtert, als wenn ihr hier mit dem Finger durch alles durchscrollen müsstet. Die beiden Tasten sind wesentlicher Bestandteil der Navigation. Oben die Taste, wie schon eben gesagt, kommt ihr immer zum Ziffernblatt zurück, egal wo ihr euch befindet, und habt dann die Möglichkeit, das Ganze quasi einmal zurückzusetzen. Unten kommt ihr immer in den zuletzt geöffneten Teilbereich. Also hier habt ihr gerade gesehen, wir haben die Wetter-App einmal geöffnet, sind dann auf den Startbildschirm zurückgekommen. Wenn wir jetzt hier einmal in die Einstellung gehen, seht ihr auch, dass rechts unten sozusagen einmal zurück bedeutet, genauso wie das Wischen, das haben wir vorhin schon gesehen, von links nach rechts. Ja, das ist eigentlich so ein kleines bisschen die Grundlage. Ihr könnt eigentlich überall durch Drücken und gedrückt halten Dinge verändern, das ist einfach so. Zum Beispiel auch hier bei den Watchfaces könnt ihr hier einfach was hinzufügen, was ändern und so weiter und so fort. Das muss man sich, glaube ich, einfach nur merken. Gucken wir nochmal in die Details zum Quick Panel, Kacheln, Benachrichtigungen und dem App Drawer. Also erstmal bei den Benachrichtigungen könnt ihr die Benachrichtigungen, wenn ihr nach oben wischt, ihr seht es hier so ein bisschen im Hintergrund, kommt der Papierkorb auf Verwerfen, sodass sie dann verschwunden sind. Vom Grundsatz her könnt ihr, wenn ihr weiter wischt, durch weitere Benachrichtigungen durchscrollen. Das ist erstmal das erste neben der Basisinformation, dass man von links nach rechts wischen kann. Bei den Widgets oder wie auch immer man das hier nennen möchte, ist es so, dass ihr auch da die Möglichkeit habt, zum einen Dinge hinzuzufügen über diese Schaltfläche hier, das wollte ich sagen. Als auch alles geht übrigens auf dem Handy und vielleicht sogar einfacher als auf der Uhr. Ihr könnt aber hier auch durch gedrückt halten das Ganze verschieben, wenn ihr sagt, ich muss was nach vorne ziehen und so weiter und so fort. Wie gesagt, mein Tipp ist aber, ich empfehle euch, macht das auf dem Smartphone, da geht es viel, viel einfacher und ihr habt eine viel bessere Übersicht als hier auf der Uhr. Ihr könnt es natürlich auch auf der Uhr machen, ist natürlich Geschmackssache. Gut, jetzt haben wir die Widgets auch sozusagen abgehakt, wenn man so will. Gehen wir mal in den App-Drawer rein. Das hatte ich euch vorhin ja schon so ein bisschen gezeigt. Hier kann man die verschiedenen Apps einsehen. Ihr könnt natürlich auch nachinstallieren aus dem Play Store logischerweise. Ihr könnt auch durch gedrückt halten Dinge verschieben. Und verschieben heißt nicht nur von der Position her, sondern ihr habt wie auf eurem Smartphone vielleicht auch die Möglichkeit, Ordner anzulegen. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ich habe viele Musik-Apps, dann könnt ihr die in einen Ordner Musik verschieben sozusagen. Das ist eine Funktionalität, die auf jeden Fall auch sinnvoll ist, wenn ihr nicht immer durch das ganze Menü durchscrollen wollt. Aber das ist aus meiner Sicht auch wieder mal Geschmackssache, wie so vieles im Leben, wenn man so will.
Gut, ein ganz wichtiger anderer Aspekt sind die Schnelleinstellungen, Quick Panels, wie auch immer ihr das Kind nennen wollt. Das sind hier die Schnelleinstellungen, wo ihr schnell mal eben zwischen verschiedenen Dingen hin und her schalten könnt. Ihr habt auch die Möglichkeit, das Ganze zu bearbeiten, also Dinge rauszunehmen oder auch Dinge hinzuzufügen, um genau nachher das zu haben, was ihr unbedingt braucht. So, jetzt wollte ich euch hier zeigen, wie man es verschiebt, aber verschieben kann man es natürlich nur im Einstellungsmodus, nicht in irgendwelchen anderen Modi. Ihr seht es hier, da geht es nicht. Ihr müsst dann hinten wieder einmal auf diesen Bearbeitungsmodus und dann könnt ihr es auch verschieben gehen. Das ist halt manchmal etwas unterschiedlich, weil vorhin bei den Apps, habt ihr ja gesehen, können wir es relativ einfach ändern. Gut, dann würde ich sagen, wir gucken tatsächlich mal durch, was hier so möglich ist. Also zunächst mal habt ihr die Möglichkeiten, die Modi einzustellen. Wenn ihr auf eurem Smartphone, und das ist tatsächlich, ich meine Samsung Only, Modi eingestellt habt, könnt ihr hier einmal durchwechseln. Wir haben die Ein-Ausschalter-Taste, wo ihr auch den Notruf aktivieren könnt, was normalerweise durch das Drücken beider Tasten gleichzeitig ja ausgelöst wird. Wir haben die Einstellungen, das dürfte, denke ich, klar sein. Da kommen wir ganz normal in unsere Einstellungen rein, um das schnell zu haben. Wir haben einmal den Energiesparmodus, da kommen wir nachher in den Einstellungen noch drauf, was das konkret bedeutet. Wir können hier das Always-On-Display einmal aktivieren und deaktivieren, auch dazu später nochmal mehr. Wir haben die Möglichkeit, zwischen den verschiedenen Tonstati hin und her zu schalten, also einmal zwischen Stumm, zwischen Ton und zwischen Vibration. Da könnt ihr relativ schnell dann einmal umschalten zwischen den einzelnen Methoden. Wir haben eine Taschenlampe, das ist nichts anderes, als dass das Display sehr, sehr hell dargestellt wird. Ist jetzt Taschenlampe aus meiner Sicht etwas übertrieben, aber so wird es hier nun mal dargestellt. Die Displayhelligkeit lässt sich schnell einstellen. Das könnt ihr zum einen adaptiv machen, das würde ich empfehlen, als auch die Helligkeit grundsätzlich von der Struktur voreinstellen. Wir haben den Nicht-Stören-Modus, der wird im Übrigen mit eurem Smartphone im Zweifel synchronisiert und ihr könnt hier die Lautstärke einstellen bzw. mal schnell auf das Lautstärke-Menü springen, weil das auch in den Einstellungen verborgen ist. WLAN dürfte, denke ich, klar sein, ein Ausschalten von WLAN. Dann haben wir eine Funktion, die vielleicht für die Wasserratten unter euch relevant ist, nämlich die Wassersperre. Und die sorgt dafür, dass ihr unter Wasser jetzt nicht durch die Berührung auf dem Display, durch die Feuchtigkeit irgendwas macht, sondern das Ganze wird gesperrt und ihr könnt es dann auch wieder entsperren. Dabei wird ein Ton ausgestoßen, der quasi die Lautsprecher wieder frei blasen soll, in Anführungsstrichen. Dann schüttelt ihr noch ein bisschen und schon sollte das Ganze schon funktioniert haben. Also das ist eine Zusatzfunktion, wenn man damit ins Wasser gegangen ist. Wir haben noch hier den Offline-Modus oder Flugzeugmodus, wenn man so möchte. Wir haben die Möglichkeit, Bluetooth-Kopfhörer zu koppeln, beziehungsweise einen auszuschalten. Wir haben den Standort, die Standortoption. Und wir haben noch Telefon finden, sprich, wenn ihr euer Telefon gerade nicht zur Hand habt, ihr findet es nicht, habt aber die Uhr am Arm, könnt ihr einmal drücken. Und ihr habt es gehört, im Hintergrund bimmelt dann das Telefon. Das habt ihr jetzt natürlich nicht gesehen, weil das Telefon nicht da ist, aber vom Grundsatz her ist auch das eine Möglichkeit. Ansonsten hier noch Schnelleinstellungen für NFC und die Berührungsempfindlichkeit und dann sind wir auch schon durch. Ja, einer der größten Vorteile von Wear OS als Betriebssystem für Smartwatches aus meiner persönlichen Sicht ist, dass es schier unendlich viele Apps gibt. Das ist wirklich etwas, was mir persönlich definitiv die Entscheidung erleichtert, für welches Betriebssystem ich mich entscheide. Ich würde immer Wear OS empfehlen, auch wenn die Akkulaufzeit etwas schlechter ist, aber die Erweiterbarkeit mit Apps ist einfach nicht vergleichbar mit irgendeinem anderen Android-System. Apple ist da auf ähnlichem Wegen unterwegs, logisch, aber kein anderer Smartwatch-Hersteller hat so viele Apps in petto wie Google bzw. Wear OS. Also von daher das vielleicht nur so als kleiner Einstieg. Gucken wir rein, was für Apps standardmäßig installiert sind. Einmal eine Art Task Manager, wo ihr die zuletzt benutzten Apps einmal durchgehen könnt und auch schließen könnt im Übrigen. Wir haben die Telefoniefunktion. Sofern ihr mit der Uhr dann telefonieren wollt, mit LTE geht es natürlich nochmal anders als ohne LTE, nur übers gekoppelte Telefon. Wir haben die Kontakte, da könnt ihr durch eure Kontakte gucken und auch da einen Telefonanruf auslösen. Wir haben Samsung Health als App mit drauf, da sind alle Sportfunktionen gebündelt. Wir haben einen Kompass, der euch quasi auch in unwegsamem Gelände sozusagen den Weg leiten kann. Wir haben die Benachrichtigungen über SMS, also sprich Messages mit drauf. Wir haben natürlich den Play Store, das ist, denke ich, klar, da sind ja alle Apps drin gebündelt. Wir haben Google Maps mit an Bord, dazu später in dieser Serie noch einige Videos und auch zum Bereich Samsung Health Monitor, der im Übrigen nur installiert ist, wenn ihr ein Samsung Galaxy Telefon, muss man dazu sagen, da als Gegenpart habt. Die Einstellungen als Möglichkeit.
hier nochmal aufzurufen. Wir haben hier Samsung Find mit an Bord, sprich, wenn ihr andere Geräte installiert habt in eurer Samsung-Umgebung, könnt ihr da diese Geräte auch suchen und finden. Wir haben eine Kalenderfunktion und eine Wetter-App. Die Wetter-App habe ich euch ja vorhin schon mal so ein kleines bisschen gezeigt. Grundsätzlich ist immer Bixby mit installiert, auch wenn ihr den nicht nutzen wollt. Ja, das ist halt Geschmackssache, ob man den jetzt braucht oder nicht. Gleiches gilt für Samsung Wallet. Da habt ihr natürlich mit Google Pay oder Google Wallet noch eine alternative Möglichkeit. Wir haben die Stoppuhr Funktion und die Weckerfunktion und so weiter und so fort, alles was sich rund um Zeit dreht. Wir haben Samsung SmartThings mit an Bord, wenn ihr da Apps bzw. Geräte habt, die kompatibel sind. Wir haben eine Weltzeituhr und die Galerie. Dann haben wir einmal grundsätzlich die Medienwiedergabe, Gerätesteuerung, wo ihr quasi Telefonwiedergabe oder auch Wiedergabe auf eurer Uhr steuern könnt. Wir haben die Buds-App, wenn ihr Samsung Galaxy Buds verknüpft habt. Wir haben eine Musik-App, wo dann wo ihr gegebenenfalls Musik, die ihr auf die Uhr gespielt habt, abspielen könnt. Outlook ist mit vorinstalliert und eine Fernbedienung für euer Telefon, für die Kamera. Auch das, glaube ich zumindest, ist immer noch eine Funktion, die Samsung-Geräten vorbehalten ist. Taschenrechner noch mit an Bord. Grundsätzlich die Möglichkeit, sich Erinnerungen zu setzen und dann auch darüber informiert zu werden. Wir haben noch eine Diktierfunktion standardmäßig mit an Bord. Die seht ihr hier dann einmal. Wir haben die Samsung Wohltätigkeits-App noch mit dabei und wir haben den Google Assistant mit an Bord. Das sind die Standard-Apps, die installiert sind. Wie gesagt, lassen sich schier unendlich noch erweitern. Ja, und damit sind wir beim größten Kapitel dieses Videos angekommen und das sind die Einstellungen. Wir werden jetzt durch alle Einstellungen einmal durchgehen. Ihr könnt euch in der Reihenfolge natürlich orientieren, sprich ihr könnt vorspulen oder weiterklicken, weil es jetzt ein sehr langes Kapitel ist, da ich wirklich jetzt jede einzelne Einstellung einmal kurz ansprechen werde. Wir legen los, ganz oben ist euer Konto definiert, hier ist jetzt mein Konto eingestellt, das ist weniger relevant, da könnt ihr eure Kontoeinstellungen und Profileinstellungen machen, das ist jetzt für uns aber weniger relevant. Wir haben die Verbindungen, wo ihr grundsätzlich Bluetooth-Funktionalität nutzen könnt, also sprich ein-ausschalten, aber auch Kopfhörer hinzufügen. Also wenn ihr quasi Bluetooth-Kopfhörer mit der Uhr verbinden möchtet, könnt ihr das über diese Funktion hier machen und ihr seht, dass standardmäßig die von eurem Telefon schon mit gekoppelt sind. So, gucken wir nochmal weiter. Der nächste Bereich ist WLAN, der dürfte, denke ich, klar sein. Da könnt ihr die Uhr mit einem WLAN verbinden. Aber was dann noch spannend wird, ist NFC und kontaktlose Zahlung, denn auch hier könnt ihr konfigurieren, womit ihr bezahlt. Hier ist zum Beispiel jetzt natürlich Samsung Wallet vorinstalliert. Wir haben noch kein Google Pay, Google Wallet installiert, aber grundsätzlich könntet ihr das hier jetzt umschalten und ihr könntet auch umschalten, ob das ob die App nur bezahlt bei offener App und so weiter und so fort. Das ist einfach wichtig zu wissen. Und übrigens der NFC-Chip, genau das habt ihr gerade gesehen, sitzt an der Oberseite. Offline-Modus dürfte, denke ich, auch klar sein, haben wir vorhin schon gesagt, Flugzeugmodus sozusagen, den könnt ihr hier auch noch ein- und ausschalten. Vom Grundsatz her ist es übrigens so, und das zeige ich hier gerade nochmal, dass wenn ihr in einem Menü seid und da verwandte Menüpunkte nicht gefunden habt, dann gibt es unten immer noch so Vorschläge dazu. Falls ihr da nicht das in der Kategorie gefunden habt, hat Samsung das so implementiert, dass man das vielleicht dann darüber noch schneller finden kann. Finde ich eigentlich eine ganz coole Möglichkeit. Die Modi hatte ich vorhin schon angesprochen. Wenn ihr auf eurem Telefon entsprechende Modi hinterlegt habt, habt ihr die Möglichkeit, diese hier auch zu aktivieren, direkt auf der Uhr. Zum Beispiel Schlafmodus, wenn man so will. Der lässt sich jetzt hier standardmäßig aktivieren, weil der mit eingerichtet ist. Alle anderen Modi müsst ihr im Zweifel erst auf eurem Telefon einmal kurz einrichten. Benachrichtigungen, lässt sich logischerweise alles konfigurieren rund um die Benachrichtigung. Zum einen, welche Apps dürfen über euch überhaupt Benachrichtigungen senden. Hier sind nur die Apps auf der Uhr. Wenn ihr das auf dem Telefon euch anschaut, könnt ihr auch die Telefonbenachrichtigungen konfigurieren. Das ist einmal ganz wichtig zu wissen. So, hier ist die Möglichkeit einzustellen, ob die Benachrichtigungen auch bei Benutzung des Telefons angezeigt werden müssen. Das ist ganz oft ein Problem, wenn Nachrichten nicht ankommen, dass ihr quasi euer Telefon in der Hand habt und wartet, dass auf der Uhr eine Benachrichtigung ankommt und diese Option nicht aktiviert habt. Das funktioniert dann halt nicht, deswegen sage ich es vielleicht an der Stelle nochmal separat. Ja, Benachrichtigung auf Telefon stumm schalten heißt nichts anderes, als wenn ihr die auf der Uhr angezeigt habt, werden sie auf dem Telefon stumm geschaltet. Nicht stören dürfte, denke ich, klar sein. Und in den erweiterten Einstellungen könnt ihr noch Benachrichtigungsanzeigen auf dem Ziffernblatt aktivieren. Ihr könnt die vorlesen lassen, die Benachrichtigung, so ihr denn wollt, und ihr könnt auch Details euch noch anzeigen lassen, also sprich nicht nur von welcher App es kommt, die Benachrichtigung, sondern auch Inhalte. Die Bildschirm-Einschalten-Funktion heißt, dann wird das Display der Uhr einmal eingeschaltet, wenn eine Benachrichtigung reinkommt, halte ich persönlich für sinnvoll, dann könnt ihr sie nämlich sofort sehen, ist aber auch ein bisschen Geschmackssache letzten Endes.
So, weiter geht's mit Helfen bei Benachrichtigungen. Das ist eine Option, die nur auf dem Telefon verfügbar ist. Zeige ich euch später nochmal, wenn wir in die Samsung Wearable App reingucken. Töne, Vibration erklärt sich, glaube ich, auch von selbst. Hier lässt sich alles konfigurieren rund um Töne, Vibrationen, Stummschalten, die Intensität der Vibration, die Art der Vibration und so weiter und so fort. Ich persönlich mache immer lang, weil mir reicht dieser Vibrationsmotor auch weiterhin nicht aus, dass ich bei leicht oder kurz ausreichend das an meinem Handgelenk spüre. Aber auch da müsst ihr so ein bisschen ausprobieren, was für euch das Sinnvollste ist. Ihr könnt die Töne deaktivieren bzw. einstellen, die Systemvibration, die jeweilige Lautstärke. Lässt sich konfigurieren, separat für die einzelnen Komponenten, sodass man da eigentlich alles einstellen kann rund um das Thema Benachrichtigungsinformation über Vibration oder Töne. In der Anzeige haben wir vorhin schon gesehen, die Helligkeit lässt sich konfigurieren, die adaptive Helligkeit lässt sich konfigurieren, halte ich persönlich für sehr sinnvoll, wenn ihr Akku sparen wollt. Akku spart auch das Abschalten des Always-On-Displays. Ich persönlich mag das Always-On-Display, deswegen lasse ich es immer eingeschaltet, aber wer Akku sparen will, sollte das natürlich logischerweise ausschalten. So, jetzt seht ihr hier, da kommt eine Benachrichtigung rein. Die schalten wir jetzt mal weg. Wir gucken nochmal weiter, was hier noch ansonsten für Funktionen da sind. Und das sind Bildschirmaktivierungsfunktionen. Also sprich, wenn ihr eure Hand anhebt und zu eurem Gesicht die Uhr dreht, dann soll es automatisch aktiviert werden. Für mich persönlich super sinnvoll, weil dann brauche ich nicht erst draufdrücken. Kostet aber auch ein bisschen Akku, weil die Erkennung nicht immer zu 100% funktioniert. Bildschirm-Timeout solltet ihr runterstellen. Steht bei mir jetzt nur so hoch, damit ich jetzt hier euch alles zeigen kann. Die letzte App-Anzeige bedeutet nichts anderes, als wenn ihr die Uhr quasi einmal ausgeschaltet habt, wie lange bleibt die letzte App aktiv. Ihr könnt ansonsten noch Schriftarten konfigurieren, Schriftgröße, die Berührungsempfindlichkeit einstellen oder beziehungsweise erhöhen, sofern ihr denn nicht genug Reibung habt, zum Beispiel mit Handschuhen oder ähnlichem, lässt sich das konfigurieren. Ladeinformationen anzeigen heißt nichts anderes, als wenn das Ding an der Steckdose ist, zeigt es automatisch an, wie weit denn der Akku geladen ist. Apropos Akku, das ist die nächste Einheit. Hier wird gerade das Nutzungsverhalten erlernt, weil die Uhr ja ganz neu ist. Hier könnt ihr den Energiesparmodus aktivieren, was dann dazu führt, dass Funktionen natürlich eingeschränkt werden, unter anderem auch die Fitnessfunktion. Deswegen passt bitte auf, wenn ihr Fitness machen wollt und vielleicht den Energiesparmodus eingeschaltet habt, dann müsst ihr gucken, ob hier diese Einstellung aktiviert ist, damit halt eben manche Dinge in euch nicht aufgezeichnet werden sozusagen. Das ist einfach nur ein Hinweis an der Stelle vielleicht nochmal. Akkuverbrauch, da könnt ihr sehen, welche Apps welchen Akkuverbrauch denn in der letzten Zeit gehabt haben. Das ist natürlich immer davon abhängig, was ihr gerade macht. Ich habe jetzt zum Beispiel noch ein paar Apps aktualisiert. Das ist dann natürlich der Play Store, das erste, und das ist dann quasi die Funktion, die euch darüber informiert, welche Apps wie viel verbrauchen. Apps im Standby ist vielleicht uninteressant, ist eher aus meiner Sicht eher uninteressant. Nur Uhrfunktion ist nichts anderes, als dass ihr sämtliche Smartwatch-Funktionalitäten abschaltet und rein auf eine Uhrfunktion geht. Macht für mich wenig Sinn, weil dann habt ihr nur die Uhr und nicht mehr. Darüber habt ihr gerade gesehen, das Aktivieren von Themen, wenn ihr ladet. Hier automatisch einschalten. Ich schalte das immer aus, denn sonst geht die Uhr, wenn ihr sie auf die Ladebox legt und sie vielleicht vorher ausgeschaltet war, an. Das ist für mich eher unglücklich. Ich habe 3 Uhren. Ich lade die manchmal, auch wenn sie nicht ganz voll sind oder wenn sie nicht gestartet sind, und dann gehen sie automatisch an. Macht für mich halt keinen Sinn. Im nächsten Schritt, Tasten und Gesten, könnt ihr jetzt konfigurieren, wie diese 2 Tasten hier alternativ zu verwenden sind. Wir haben vorhin schon gesagt, ihr kommt aufs Ziffernblatt und ihr kommt einmal zurück. Ihr könnt aber auch zweimal draufdrücken und kommt dann zu den zuletzt verwendeten Apps. Das ist jetzt die eine Funktionalität, ihr könnt aber auch ganz viele andere Dinge da drauflegen, egal was ihr wollt, Apps und so weiter und so fort. Das zweite ist, wenn ihr das gedrückt haltet, kommt halt Bixby normalerweise. Bei mir soll das Ausschalten-Menü kommen, weil ich möchte nicht beide Knöpfe gleichzeitig drücken, sondern gerne oben das Ausschalten-Menü drauf haben. Unten haben wir vorhin schon gesagt, lässt sich auch konfigurieren. Ihr könnt zum einen aktuelle Apps anzeigen und so weiter und so fort, aber im Standard geht es halt einmal zurück. Dann gibt es noch Gesten, die ihr mit euren Fingern machen könnt. Zweimal zusammenziehen. Bedeutet quasi, dass ihr den Daumen und den Zeigefinger aufeinander legt. Wenn ihr das aktiviert, habt ihr die Möglichkeit, ja, hier steht es nochmal, Anrufe entgegenzunehmen oder auch Musik zu starten, beziehungsweise Fotos zu machen und so weiter und so fort. Eigentlich eine ganz coole Geschichte, solltet ihr euch, falls das für euch interessant ist, unbedingt mal angucken. Ich persönlich finde es ganz spannend. Ich mache es jetzt aber gerade mal aus. Nicht, dass nachher bei den Videos hier wieder irgendwas gestartet wird, was ich eigentlich gar nicht will. Zum Verwerfen schütteln ist, glaube ich, fast schon selbsterklärend. Ihr schüttelt die Uhr
nur, wenn ihr sagt, ihr wollt den Anruf ablehnen oder auch irgendwas anderes verwerfen. Klopf, Klopf heißt nichts anderes, als dass ihr mit der Faust zweimal nach unten drückt oder zweimal nach unten euch bewegt, um damit eine Geste auszulösen, die dann auch entsprechende Aktivitäten auslöst. So, wir sind dann bei Samsung Health angekommen. Da ist nichts anderes als die Einstellung zur Samsung Health App. Das ist hier in die Einstellungen integriert worden von Samsung. So ganz verstehe ich das nicht. Ich hätte jetzt eher gedacht, das ist eine Einstellung in der App. Aber gut, wie auch immer. Hier lässt sich definitiv alles rund um Samsung Health konfigurieren. Ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Das solltet ihr euch nochmal separat angucken. Da kann ich euch jetzt nicht alles in diesem Video erklären. Sonst müsste ich ja bei jeder App alle Details nochmal erklären. Sperrtyp dürfte, denke ich, auch klar sein. Standardmäßig ist quasi keine PIN-Eingabe notwendig. Sobald ihr eine Bezahlmöglichkeit aktiviert, müsst ihr aber mindestens ein Muster hinterlegen, tendenziell eher noch eine PIN. Macht auch Sinn, weil ansonsten könnte ja jeder mit eurer Uhr durch die Gegend laufen und damit bezahlen. Handgelenkerkennung ist nichts anderes, als dass ihr nicht immer wieder die PIN eingeben müsst, solange ihr die Uhr am Handgelenk habt. Und im Bereich Datenschutz unten lässt sich auch noch was konfigurieren bzw. einstellen, was rund um den Datenschutz ist. Hier wird das auch nochmal explizit beschrieben, dass halt eben die Handgelenkserkennung bedeutet, dass dadurch dann die PIN-Eingabe und andere Funktionalitäten freigeschaltet sind, solange ihr die Uhr am Handgelenk habt. Gucken wir nochmal rein bei Standort. Das ist wenig spektakulär. Könnt ihr die Standortfunktionalität aktivieren und deaktivieren und sehen, welche Apps auf den Standort zugreifen dürfen. Apropos Standort, jetzt wird es tatsächlich nochmal spannend, und zwar das Thema Sicherheit und Notfall. Viele von euch, das habe ich aus den Kommentaren aus den letzten Videos gelesen, kaufen diese Uhr auch, weil halt eben eine Sturzerkennung mit dabei ist. Und das ist auch definitiv etwas, was ich persönlich für sinnvoll und wichtig halte. Hier könnt ihr nämlich zum Beispiel eure medizinischen Informationen hinterlegen, so hier meine Informationen. Ihr habt aber natürlich auch die Möglichkeit, Notfallkonfigurationen vorzunehmen. Zum einen eure Notfallkontakte zu definieren. Das habe ich bei mir schon getan, damit, wenn ich stürze, jemand informiert wird. Ihr könnt einen Notfall-SOS auslösen. Das ist relativ einfach, und zwar indem ihr 5-mal auf die Home-Taste drückt. Also das heißt, wenn ihr quasi gestürzt seid und 5-mal auf die Home-Taste drückt, dann lässt sich dadurch ein Notfallanruf auslösen. Es lässt sich konfigurieren, zu welcher Nummer das gehen soll. Das macht durchaus auch Sinn. Ihr könnt die Informationen für eure Notfallkontakte über euren Standort freigeben. All das ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn ihr das Ganze nutzen wollt. Da kommen wir nachher noch zu, ihr solltet die Einstellung halt etwas abschwächen, damit nicht jedes Mal die Feuerwehr gerufen wird. Zum Beispiel die automatische Erkennung. Da würde ich immer Streichen für Anruf erforderlich aktivieren, weil halt ganz einfach, dadurch müsst ihr quasi erstmal noch streichen, bevor der Anruf ausgelöst wird. Das kann mal dazu führen, dass ein Anruf nicht ausgelöst wird, weil ihr vielleicht nicht mehr streichen könnt. Aber es ist halt so, ansonsten würde immer die Notrufnummer angerufen werden, auch wenn eine Fehlerkennung da ist. Und da wäre ich halt einfach etwas vorsichtig. Im Übrigen müsst ihr, wenn ihr das immer erkannt haben wollt, nicht nur wenn ihr lauft oder automatische Workouts erkannt sind, gerade wenn ihr es vielleicht für ältere Leute habt, macht die Aktivierung für immer und ändert dann aber die Telefonnummer auf eure eigene, weil dann kriegt ihr einen Anruf und nicht die Notfallzentrale. Das wäre so mein kleiner Tipp, den ich dazu noch geben kann. Und ansonsten habt ihr hier noch einige andere Punkte gesehen, die sich konfigurieren lassen in diesem Bereich. Und ich halte das persönlich für tatsächlich sehr sinnvoll, dass man diese Funktion nutzt. Denn dafür ist es ja nun mal gemacht worden, gerade wenn man gestürzt ist oder so, damit man eine Info weitergeben kann. Und diese Funktion in der Uhr ist definitiv eine, die ich für sehr, sehr sinnvoll halte. Gut, Konten und Sicherung dürfte, denke ich, klar sein. Hier sind alle eure Konten nochmal hinterlegt. In meinem Fall halt eben meine Konten logischerweise. Auch die Telefon- oder beziehungsweise die Uhrsicherung lässt sich hier konfigurieren. Wir haben hier noch den Bereich Google, wo sich der Assistant einstellen lässt und auch eure Konten konfigurieren lassen. Wir haben ansonsten noch die erweiterten Funktionen. Da gibt es einmal Alarm bei Trennung, also sprich, wenn Telefon und Uhr sich getrennt haben, wollt ihr darüber informiert werden, sprich sozusagen ein Zurücklassen der Uhr, wenn man so will. Wir haben die Wassersperre, die haben wir vorhin schon gesehen. Die Statusindikatoren sind Dinge, die auf eurem Watchface angezeigt werden können. Wollt ihr die immer angezeigt lassen oder nur für 2 Sekunden? Ist auch wieder Geschmackssache. Ich persönlich habe sie immer an, weil mir das irgendwie sinnvoll erscheint. Medien-Apps automatisch starten. Da ist es so, dass wenn ihr auf eurem Telefon was habt, möchtet ihr die Steuerelemente auf der Uhr angezeigt haben automatisch. Ist auch wieder Geschmackssache. Ich persönlich schalte es bei mir ein. Macht halt einfach Sinn. Und hier könnt ihr auch das Symbol einschalten, falls denn dann was abgespielt wird an Musik. Und Bixby lässt sich hier übrigens auch noch konfigurieren. Also die erweiterten Funktionen sind wirklich erweiterte Funktionen. Gerätewartung ist nichts anderes, als dass
ihr nochmal Probleme mit eurem Arbeitsspeicher und so weiter und so fort beheben könnt. Hier seht ihr auch, dass standardmäßig 20 GB verfügbar sind von den 32 GB, die wir insgesamt haben. Und die Arbeitsspeicherauslastung sehen wir hier auch nochmal. Bei den Apps ist es so, dass wir für einige Funktionen Standards-Apps definieren können, zum Beispiel für den digitalen Assistant. Wenn wir jetzt den Google Assistant nutzen wollen und nicht Bixby, können wir das hier zum Beispiel einstellen und gleiches auch für einige andere Funktionalitäten. Gucken wir nochmal weiter. Standardmäßige Fitnessplattform lässt sich aktivieren bzw. ändern und wir können hier auch die Berechtigungen von den Apps einsehen. Wir haben hier auch noch die Samsung Standard-Apps, die dann über den Galaxy Store installiert bzw. geupdatet werden. Da solltet ihr ab und an auch mal reingucken, weil sich das meines Wissens noch nicht automatisch aktualisiert. Und jetzt seht ihr hier, wir haben auch 2 Apps, die jetzt aber, ich weiß jetzt gerade nicht, woran es liegt, irgendwie startet das Update nicht. Ich habe es 5 Minuten später nochmal probiert, dann ging es ohne Probleme. Vom Grundsatz her lassen sich hier aber Standard-Apps von Samsung direkt auch aktualisieren. Gut, Bereich allgemein, da gibt es jetzt wirklich sehr allgemeine Themen, wie zum Beispiel die Lünette. Wollt ihr die Lünette nutzen oder nicht? Ich habe euch vorhin schon gezeigt, wir haben hier eine digitale Lünette. Kann man natürlich auch ausschalten, wenn einen das stört. Für manche ist das störend, weil der Rand halt auch teilweise ja, so ein bisschen mit der Touch-Oberfläche natürlich übereinstimmt, wenn man so will. Das lässt sich dann hier konfigurieren, ob man das nutzen möchte oder entsprechend auch nicht. Und übrigens, Vibrationsfeedback heißt nichts anderes, als wenn ihr die Lünette benutzt, dann bewegt sie oder dann kriegt ihr eine kleine Vibration, damit ihr ein Gefühl habt, dass ihr das Ganze auch bewegt. Text zu Sprache ist, denke ich, klar. Da wird Text in Sprache umgewandelt. Tastatur- bzw. Eingabedinge sind, glaube ich, auch klar. Da könnt ihr konfigurieren, mit welcher Eingabemöglichkeit ihr antworten möchtet. Schnellantworten könnt ihr aktivieren. Konfigurieren könnt ihr die auf der Uhr, also sprich, das lässt sich dann, auf dem Telefon, nicht auf der Uhr, könnt ihr im Telefon einstellen, wie eure Standardantworten aussehen sollen, damit das hier nicht auf der Uhr mit klein gemacht werden muss. Datum, Uhrzeit lässt sich einstellen, Ausrichtung hatte ich euch schon bei dem letzten Video gezeigt, je nachdem, ob ihr Rechts- oder Linkshänder seid, könnt ihr hier die Konfiguration ändern, wohin das Ganze zeigen soll. Ihr könnt hier die Uhr auch zu einem neuen Telefon übertragen, das geht mittlerweile etwas einfacher als früher und ihr könnt auch die Uhr zurücksetzen, sodass das hier die letzte Möglichkeit ist. Bei den Eingabehilfen ist es so, wenn ihr leider ein Handicap habt, dann gibt es hier von Samsung einige Hilfen, die es euch ermöglichen, die Uhr trotzdem in weitgehend vollem Umfang zu nutzen. Zum Beispiel geht es da um die Sichtbarkeit, sprich man kann auf der Uhr spezielle kontrastreiche Schriftarten wählen, man kann die Farbumkehr aktivieren und so weiter und so fort. Das führt dann dazu, dass ihr vielleicht mit eurem Handicap die Uhr dann doch vollumfänglich nutzen könnt. Gleiches gilt übrigens auch für die Töne. Da kommt Samsung tatsächlich mit einigen Dingen daher, die euch das Ganze dann trotzdem ermöglichen und finde ich eine richtig gute Sache, weil das ist wirklich eine Möglichkeit, die euch dann halt vielleicht weiterhelfen kann. Software-Update dürfte, denke ich, klar sein, ist das letzte Software-Update für die Uhr, die man herunterladen kann, geht logischerweise auch übers Telefon. Tipps und Einführungen haben wir schon gehabt und Infos zur Uhr sind nur eure Seriennummer und Co. Damit sind wir durch mit allen Einstellungen. Ja, ich habe es vorhin schon mehrfach gesagt, viele Einstellungen lassen sich in der Wearable-App auf eurem Telefon deutlich einfacher durchführen als auf der Uhr. Und deswegen gucken wir uns jetzt auch nochmal die Möglichkeiten auf eurem Telefon in der Wearable-App an. Wir haben zum einen hier eine Suchfunktion, die habe ich tatsächlich noch nie benutzt. Ansonsten gibt es hier immer Informationen zu Firmware-Updates oder Dingen, die ihr vielleicht noch einrichten könnt. Ja, finde ich ganz interessant, dass man da auch vielleicht nochmal Hinweise kriegt auf Dinge, die man vielleicht nicht direkt auf dem Schirm hat. Ansonsten habt ihr hier die schnelle Einstellung für Ziffernblätter, zum Beispiel für Ziffernblätter, wo ihr dann die Möglichkeit habt, Ziffernblätter zu konfigurieren, neue Ziffernblätter auszuprobieren, die Einstellungen dafür zu ändern, also quasi die Reihenfolge der Ziffernblätter zu ändern und so weiter und so fort. Und ihr könnt natürlich auf den schier unerschöpflichen Topf an Ziffernblättern oder Ziffernblätter aus dem Google Play Store zugreifen. Das ist halt das, was ich persönlich auch ganz cool finde. Man hat wirklich da unendlich viele Möglichkeiten. Könnt ihr die Ziffernblätter auch konfigurieren, wie hier das Standardziffernblatt, welches mitgeliefert wird. Lässt sich zum einen in der Farbe, in den Einstellungen der Zeiger und so weiter und so fort einstellen. Und was natürlich auch ganz wichtig ist zu wissen, Komplikationen bedeutet in dem Fall nicht, dass es Probleme gibt, sondern das sind kleine Informationshäppchen, die auf dem Ziffernblatt mit verbunden sind, wie zum Beispiel Temperatur, Schritte und so weiter und so fort. Oder in dem Fall hier zum Beispiel Wetter, wenn ihr wollt, dann wird euch auf dem Ziffernblatt immer der aktuelle Zustand zum Wetter angezeigt. Auch das ist natürlich völlige Geschmackssache und da kann jeder konfigurieren, was er möchte, logischerweise. Gut, gucken wir nochmal weiter. Der App-Bildschirm, das hatte ich für euch vorhin auch schon gesagt, lässt sich hier viel einfacher einstellen, beziehungsweise die Apps lassen sich sortieren als auf der Uhr. Geht hier viel schneller und einfacher aus meiner persönlichen Sicht. Ihr könnt das auch auf der Uhr machen. Hier ist es halt deutlich übersichtlicher und wird dann an die Uhr übertragen, sofern ihr das hier ändert.
Kacheln, gleiches Prinzip. Auch da könnt ihr ja quasi auf der Uhr die einzelnen Widgets verändern, hinzufügen und die Reihenfolge ändern. Auch das geht nach meinem Dafürhalten hier deutlich schneller und besser. Wenn ihr das natürlich auf der Uhr machen möchtet, könnt ihr das auch. Aber das Prinzip ist hier das gleiche. Wenn ihr hier was ändert, wird es automatisch auch auf die Uhr übertragen und es ist sozusagen viel, viel einfacher in der Konfiguration. Letzten Endes ist es bei dem Quick Panel genau das gleiche. Auch da nochmal, ihr könnt hier Dinge rausnehmen, verschieben und so weiter und so fort. Haben wir vorhin auf der Uhr schon gesehen, lässt sich auch hier in der App lösen. Gut, gucken wir nochmal weiter. Die Uhreneinstellungen, und das können wir jetzt tatsächlich ein bisschen kürzer halten vielleicht. Da sind 90% der Einstellungen das, was ihr auch auf der Uhr vorhin gesehen habt. Bei den Modi ist es jetzt so, dass ihr hier die Synchronisierung aktivieren könnt. Auch das könnt ihr auf der Uhr machen. Benachrichtigung ist noch ein bisschen was anderes, deswegen gehen wir da nochmal rein. Hier könnt ihr nicht nur die Apps auf der Uhr mit Benachrichtigungen versehen, sondern logischerweise auch die Apps, die ihr hier quasi auf eurem Telefon habt. Und ihr habt diese Hilfe bei Benachrichtigungen, die euch anzeigen kann oder die Probleme lösen kann, wenn die Benachrichtigungen nicht bei euch ankommen. Ansonsten auch hier gleiche Konfiguration wie auf der Uhr. Das ist eigentlich identisch, mehr oder weniger. Ähnliches gilt im Übrigen auch für alle anderen Dinge. Hier zeige ich euch nochmal, wie das mit den Apps ganz konkret geht, denn hier seht ihr, dass die Liste der Apps nicht nur auf der Uhr jetzt gerade angezeigt wird, sondern auch die auf dem Telefon. Zum Beispiel bei WhatsApp könnt ihr jetzt hier individuell konfigurieren, wie das Ganze angezeigt werden soll, so ihr das denn haben möchtet. Für alles andere gilt jetzt tatsächlich, und das war das, wo ich gerade angesetzt hatte, ist es tatsächlich so, dass die Einstellungen fast gleich sind. Töne, Vibrationen, Anzeige, kennt ihr alles schon, habt ihr alles gerade auf der Uhr gesehen, lässt sich hier noch einfacher konfigurieren. Ich würde es immer auf dem Handy machen, weil es da halt einfach schlichtweg übersichtlicher und einfacher ist. Akku auch da das gleiche, etwas übersichtlicher in der Darstellung, aber vom Grundsatz her gleiche Inhalte wie auch schon auf der Uhr. Deswegen springen wir mal über die nächsten Themen drüber. Im Bereich Tasten-Gesten ist das ebenfalls das gleiche. Da haben wir auch die gleichen Konfigurationsmöglichkeiten. So, wir gehen nochmal bei Health, brauchen wir nicht reingehen. Wir gucken nochmal Wallet, weil Wallet ist hier ein bisschen was anderes. Ich starte jetzt mal nicht Samsung Wallet. Vom Grundsatz her könnt ihr hier logischerweise eure Karte hinterlegen, damit die dann mit dem Telefon oder vielmehr mit der Smartwatch synchronisiert werden kann. Deswegen das ist hier etwas unterschiedlich im Vergleich zu den Einstellungen, die ihr auf der Uhr gesehen habt. Sicherheit, gleiches Prinzip. Hier könnt ihr die Notfallkontakte dann tatsächlich auch direkt eintragen bzw. selektieren. Wir haben Konten und Sicherung, auch das gleich, erweiterte Funktionen gleich, Gerätewartung gleich. Inhalt verwalten ist tatsächlich noch etwas, was nur auf dem Telefon möglich ist, denn da könnt ihr Musik und Bilder mit der Uhr synchronisieren. Ihr habt hier einen relativ großen Speicher, wir haben vorhin gesehen, 20 GB Speicher sind frei. Da könnt ihr Bilder synchronisieren mit eurem Telefon oder auch Musik mit eurem Telefon synchronisieren, so ihr das denn machen möchtet, lässt sich das hierüber bewerkstelligen. Die Funktion gibt es logischerweise auf der Uhr nicht, weil andersrum funktioniert das Ganze nicht. Also sprich von der Uhr etwas vom Telefon herunterladen, wenn man so will. Und ansonsten, ich habe es schon gesagt, alles andere ist identisch. Guckt noch mal rein, aber im Zweifel habt ihr alles vorhin schon bei den Einstellungen der Uhr gesehen. Ja, eure Uhr finden ist das gleiche, was wir vorhin gesehen haben mit Telefon finden, nur andersherum. Ihr könnt jetzt quasi die Uhr ein Geräusch abspielen lassen, wenn ihr möchtet. Und der Store ist nichts anderes, als dass wir in den Google Play Store geleitet werden, in die Abteilung, wenn man so will, für die Smartwatch, sodass ihr da Erweiterungen noch reinpacken könnt. Und ganz unten habt ihr noch die Möglichkeit, die Uhr auch zu entkoppeln. Würde ich euch aber immer empfehlen, das über die Uhr selber zu machen. Ja, damit sind wir durch mit dem, was es auf der Uhr bzw. auf dem Telefon zu konfigurieren gibt. Ja, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, dann habt ihr jetzt 30 Minuten Input zur Samsung Galaxy Watch 7 bekommen. Ich weiß, dass das sehr, sehr viel ist und sehr, sehr viele Informationen sind und ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen schnell war, aber ich habe einfach gedacht, ich will es nicht noch länger machen als 33 Minuten, weil sonst wird es dann tatsächlich zu viel. Wenn ihr noch Fragen habt, wenn irgendwas unklar war, wenn ich was falsch erklärt habe oder anders erklärt habe, als ihr es verstehen würdet, schreibt es mir gerne in die Kommentare, kriegen wir alles gelöst und kriegen wir alles geklärt. Da macht euch keine Gedanken. Vom Grundsatz her freue ich mich sehr, dass ihr so lange bei diesem Video dabei geblieben seid. Das ist der dritte Teil der Serie. Die Serie geht logischerweise noch weiter. Bleibt dran. Ich danke euch fürs Zusehen und Alexa, Kamera aus. Okay.